Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer Spezialsendung. Hilton Kreditkarte in Deutschland geht zur Avantia. Ich verwechsel den Namen immer, aber gehen wir gleich drauf ein. Viele Calls gehabt zu dem Thema, deshalb mache ich für euch auch eine Sondersendung und gebe euch noch ein paar Informationen, was wir mit den Leuten besprochen haben. Heißt also, dass ihr, wenn ihr die Entscheidung treffen müsst, ob ihr diese Karte trotzdem nehmt, ob das für euch Sinn macht oder nicht. An dieser Stelle natürlich wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, aber auch kommentieren, Kanalmitgliedschaft und natürlich für immer den Hinweis auf die Stammtische. Wir haben am 2. August einen Stammtisch in Frankfurt. Da können wir auch nochmal persönlich drüber sprechen, über das Thema Kreditkarten und vor allem auch die Alternativen, die es gibt. Und wer sich rechtzeitig meldet, kann auch eine Teilnahme am Stammtisch nicht nur gewinnen, hätte ich fast gesagt, sondern auch bei der Lufthansa Technik. Das erste Thema dazu ist natürlich, was ist passiert. Hilton hat eine Kreditkarte, die haben sie zusammen mit der DKB rausgegeben. DKB zieht sich allerdings aus dem Geschäft mit diesen Kreditkarten zurück. Auch die Lufthansa Miles & More Kreditkarte geht ja von DKB zur Deutschen Bank. Da geht es auch um Kosten und genauso ist es auch bei der Hilton-Karte. Wir können jetzt relativ froh sein, dass diese Karte nicht wie damals die British Airways-Karte von Barclays einfach auf dem deutschen Markt verschwunden ist, sondern die Karte wird übernommen und zwar, ich möchte es euch wirklich nicht zumuten, dass ihr jetzt sagt, hey, dir kannst du nicht mal den Namen von den Jungs hier, und zwar Avantia, ich glaube Avantia ist es. Und die Karte ist teurer geworden. Das heißt also nicht wirklich, weil das Versicherungspaket, was man früher dazu zusätzlich kaufen musste oder konnte, wird jetzt für jeden gegeben. Aber es gibt einige Vorteile, die man besprechen muss. Und zwar ist es so, dass es diese Karte im Portfolio eines jeden, der Hilton-Liebhaber ist, braucht. Warum? Weil es alleine ja schon die Goldkarte gibt. Früher konnte man, ich sage jetzt früher, mit 20.000 Euro Umsatz die Diamond sich erkaufen. Das geht jetzt nicht mehr. Man kann jetzt nur noch einen Fast Track mit dem Diamond machen. Der Diamond Fast Track geht relativ easy, und zwar ist die Abkürzung so, dass man natürlich normalerweise 30 Aufenthalte oder 60 Nächte oder 120.000 Basispunkte braucht. Das ist halt das, was man braucht. Aber mit der Karte ist es so, dank der Hilton Honors Credit Card überspringen Sie, und das zitiere ich von der Webseite, die regulären Kriterien für die Vergabe des Goldstatus, 20 Aufenthalte, 40 Nächte, weil die kriegst du ja sofort. Aber ab einem Gesamtumsatz von mindestens 40.000 Euro mit der Hilton Honors Credit Card in einem Kalenderjahr erhalten Sie für das Folgejahr sogar den Diamond-Status. Jetzt muss man aber aufpassen, weil nicht alle Umsätze zählen. Und zwar ausgenommen bei der Berechnung des Jahresumsatzes sämtliche Bargeldverfügungen, sämtliche aus der Nutzung der Karte erhobenen Entgelte, Zinsen, Einzahlungen auf das Kreditkartenkonto, Zahlungen, zum Beispiel Überweisung auf das Giro- und sonstige Konto, zum Beispiel PayPal, Revolut, bei dem der Karteninhaber mit Kontoinhaber ist. So, das heißt also, da gibt es dann natürlich ein Problem. Jetzt ist die Reiseversicherung gratis, kann man natürlich sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass man auf die Reiseversicherung sind jetzt halt wirklich die 35 Euro nicht mehr fällig. Doch sind sie eigentlich schon, weil man überlegt, man ist von 48 Euro auf 72 Euro gegangen. Wenn man 48 plus 35 rechnet, dann ist es ein Tucken günstiger, wenn wir ehrlich sind. Aber jetzt für viele macht die Versicherung einfach keinen Sinn, weil man ja andere Kreditkarten hat, die einem bessere Versicherungsleistungen geben oder weil sie halt einfach inklusive sind. So, dann gibt es weiter natürlich immer noch das alte Dilemma. Es gibt einen Punkt bei Einkäufen, nur 2 Punkte bei Hilton Hotels. Wenn man dann bei Bargeldabhebungen hingeht, kann man sagen, bei über 1 Million Bankautomaten ist die Bargeldverfügung kostenlos. Aber aufpassen, denn es gibt ein Preisverzeichnis, denn da gibt es irgendwie auch komischerweise hohe Zinsen. Also das ist alles jetzt nicht ganz kostenlos, wie es so scheint. Aber wer braucht heutzutage noch Bargeld? Weiter geht es dann mit der 0 € Auslandseinsatzgebühr.
Das ist das Einzige, was halt in Wirklichkeit ganz okay ist. Aber man muss halt auch aufpassen, dass dieser EZB-Kurs und so weiter auch ordentlich gemacht wird. Wenn wir uns jetzt mal weiter anschauen, was man hier mit der Karte machen kann, dann ist das halt darauf limitiert, was ich euch jetzt gesagt habe. Also das ist wie bei der DKB, man kann da nicht mehr oder weniger machen. Jetzt fragt ihr nach Alternativen. Oder beziehungsweise die erste Frage, die immer kommt, ist, kriege ich die automatisch? Nein, die bekommt ihr nicht automatisch. Ihr müsst euch für diese Karte bewerben. Das ist so. Also das heißt, ihr müsst einen Antrag stellen und müsst da dann natürlich wirklich Gas geben. Auch ist der Goldstatus ab dem 1. September weg. Heißt also, dass man damit natürlich ein Problem hat. Heißt also, man muss dann die Goldkarte wieder neu beantragen. Spannend wird die ganze Geschichte, wie ja Dr. Böser es auch gesagt hat, wie das ist mit den Umsätzen. Das heißt also, wenn ihr die Umsätze in diesem Jahr mit beiden Karten kumuliert 20.000 macht, müsstet ihr eigentlich vielleicht einen Diamond-Status kriegen. Ist ja eigentlich so, oder? Oder müsst es für die 9 Monate anteilig den Diamond dann geben. Wer den Diamond sich aber auf jeden Fall geholt hat, der gilt ja dann bis 2026, März, Ende. Heißt also, da ist erstmal kein Gefahrenverzug, nur bei reinen Goldkarten. Dann, wie lange könnt ihr die Karte noch nutzen von der DKB? Und zwar, die über den 30.09. hinausgezahlte Jahreskartenpreis wird anteilig erstattet und damit kann man sie dann weiter einsetzen, aber es gibt halt keine Hilton-Vorteile. Spannend ist auch in meinen Augen, wenn man sich das Ganze anguckt, was ist überhaupt die ganze Bude für eine Bank. Das heißt also, wenn man auf die Hilton-Kreditkarte guckt, dann ist das halt wirklich so Advanzia. Die Bewertungen sind schwierig. Ne? Also da muss man halt wirklich überlegen. Und das ist auch keine Visa-Karte mehr, sondern es ist eine Mastercard geworden. Also auch hier eine Veränderung. Der Willkommensbonus, den kann man dann wieder mitnehmen. Das sind 6.000 Punkte, das ist okay. Da kann man jetzt nicht sagen, ist halt deutscher Standard. Heißt also, Antragsformular ausfüllen, online innerhalb von 5 Minuten Vertrag digital unterschreiben und man hält Ihre Karte sofort, um alle Vorteile nutzen zu können. So sieht es auf der Seite aus. Wenn ihr jetzt sagt, was sind meine Alternativen? Also Alternativen sind ja wie zum Beispiel hier die Platinkarte oder sowas, wo es einen Goldstatus gibt von American Express. Dann braucht ihr die Karte nicht. Eine andere Alternative ist die Centurion, dann gibt es nämlich direkt den Diamond. Okay. Die andere Frage ist natürlich, es gibt vielleicht auch bald eine Turkish Airlines Karte. Also wer bei Turkish Airlines sammelt, vielleicht ist das die bessere Karte. Wer aber unbedingt bei Hilton was werden möchte und bleiben möchte und sagt, ja, ich möchte in Deutschland was machen, der kommt um diese Karte nicht drum rum. Wer aber sagt, ich bin offen für neue Karten und ich bin offen für zum Beispiel amerikanische Karten, der sollte da überlegen, ob er nicht vielleicht nach Amerika virtuell umzieht, um sich da eine amerikanische Kreditkarte zu holen. Und da gibt es ja dann auch die verschiedensten Karten. Es gibt eine kostenlose Kreditkarte in den USA von American Express. Ja, es ist eine Amex, aber die wollt ihr ja nur meistens bei Hilton einsetzen, weil ansonsten macht die von den Punktewerten nicht so viel Sinn. Da machen andere Karten wesentlich mehr, ich will nicht sagen Dreck, aber doch mehr Punkte. Dann, wenn man hingeht zur Surpass, da kriegt man auch mit 40.000 Punkten direkt den Diamond, hat den ganzen Quatsch nicht mit selber übernachten dort. Heißt also, ihr könnt da mit der Karte den Diamond in Deutschland nicht mehr bekommen, kostenfrei. Ihr müsst schon das Hotel von innen sehen. Weiter geht es dann, wer zum Beispiel die Karte haben möchte von American Express, die Hilton, nicht nur die Surpass, sondern die große Karte, die Aspire, die hat den Diamond direkt drin. Kostet $550, ja okay, ist viel Geld, aber die Karte gibt auch wesentlich mehr Punkte. Abgesehen davon, wenn man sich den Willkommensbonus anguckt, ich gucke jetzt mal aktuell drauf, was die American Express Karte hat an Punkten, weil die haben ja eine Promotion gehabt. Und zwar ist es so, dass dieses am 31.07. endet das Angebot. Da gibt es wirklich von American Express bei der Beantragung der Karte nicht diese 6.000 Punkte wie in Deutschland festhalten, sondern bei der Karte, die No Annual Fee hat, gibt es 70.000 Punkte. 130.000 bei der Surpass und anstatt 150.000 gibt es sogar 175.000 bei der Aspire-Karte. Heißt also, ihr habt damit wesentlich mehr Vorteile und ihr bekommt selbst bei der kleinsten Karte
7-fache Punkte, 12-fache Punkte. Bei der mittleren Karte und bei der größten Karte gibt es sogar 14-fache Punkte. Was auch natürlich ein Problem ist, ist für viele Leute, die zum Beispiel in den USA nicht sein wollen, sondern sie sind in Österreich und in der Schweiz, die können die DKB nicht mehr bekommen. Also für die Leute ist die Alternative über USA doch schon eine interessante Geschichte. Hier kann ich euch nur darauf hinweisen, hier irgendwo ist meine Nummer. Ich mache mal hier so einfach Winke, Winke. Da könnt ihr mich kontaktieren und könnt mir auch schreiben und sagen, was ihr davon haltet. Und ich könnt vor allem unten auch schreiben, was ihr davon haltet, dass die Karte jetzt auf Advancia umgestellt wird. Ob euch das ärgert oder nicht. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich benutze keine deutschen Karten, deshalb bin ich da ehrlicherweise raus. Finde das irgendwie semi. Auf der einen Seite finde ich das uncool, dass man etwas verschlechtert. Auf der anderen Seite finde ich es auch schon okay, dass das nicht mehr so einfach ist, weil mittlerweile ist es ja so gewesen, jeder hat einen Status. Bei Hilton, das war dann halt doof für die anderen. Aber an dieser Stelle warte ich einfach auf eure Kommentare. Was haltet ihr von der neuen Karte? Was denkt ihr dazu? Wie seht ihr das Ganze? Und was in meinen Augen ganz wichtig ist an dieser Stelle, kommentiert, was ihr macht. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und ich hoffe, dass ihr was für euch mitnehmen konntet. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, damit ihr immer wieder auf dem neuesten Stand seid. Und ich bin dann hier raus und ich lasse euch hier mit dem Blick auf die See wieder alleine. Ups, da wackeln wir uns vor sich hin. Da könnt ihr das jetzt einmal genießen. Also bis dann, viel Spaß. Ciao, ciao.